Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir starten die 5. Episode unseres Abenteuers Perseus und Medusa. Wir werden eine erneute Kolonie gründen. Diese müssen wir natürlich erstmal aussuchen bzw. anklicken. Wir haben jetzt nur noch Kalydon hier als Kolonie, die wir gründen müssen. Ja, und auch hier schauen wir mal, was wir zu erledigen haben. In letzter Zeit war das Leben hart für Artemis. Als erstes wurde ihre geliebte kyrenitische Hirschkuh, ein majestätisches Tier, von Herkules verwundet, der es einfangen wollte. Dann verweigerten ihr die Menschen in und um Kalydon die angemessene Verehrung. Die niedergeschlagene Artemis wandte sich untröstlich ihrem Tiergarten zu. Als sie ihren mächtigen Eber in seinem Pferch Schnaub und Knurren sah, leuchteten ihre Augen und ein Lächeln erhellte ihr Antlitz. Oje, es scheint, dass Artemis uns bei dieser Episode nicht wohlgesonnen ist. Daher lautet auch der Titel Artemis Rache. Wir werden wohl mit einigen Problemen rechnen müssen, die diese Gottheit uns schickt, in Form eines Ebers, der uns tyrannisieren wird. Dieser sogenannte kalydonische Eber muss niedergestreckt werden. Zusätzlich müssen wir ein Heiligtum des Hermes errichten und einen Jahresgewinn von über 500 Drachmen erwirtschaften. 8 Skulpturen sind für die Heimatstadt zur Verfügung zu stellen. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal direkt zu unserer neuen Kolonie Kalydon. Ja, im Pausenmodus werden wir uns wieder einen kurzen Überblick über die Karte verschaffen. Hier beim Reiter Übersicht die Minimap. Ja, wir haben hier im Norden Gesteinsformationen, jede Menge Wald sehe ich hier. Ja, und hier in diesem Bereich der Gesteinsformation haben wir fruchtbares Land. Gehen wir mal weiter Richtung Westen. Ja, haben wir hier Wildschweinrotten. Ja, hier auch nochmal Richtung Süden haben wir eine Gesteinsformation und hier haben wir auch entsprechend fruchtbares Gebiet. Also wir haben hier reines Festland, es gibt keinen Anschluss an Gewässern. Ja, dann schauen wir mal, was wir produzieren können. Bei Landwirtschaft haben wir bei der Viehzucht die Käserei und bei Land und Meer können wir den Jagdhof errichten. Bei den Plantagen können wir Reben kultivieren. Gut. Gewerbe haben wir die Sägemühle, also Holz, und die Kelterei. No, das ist nicht so viel. Gucken wir mal, wie sieht es bei der Kultur aus. Oh, da können wir alles errichten. Bei der Mythologie haben wir folgende Heiligtümer: die Zuflucht des Hermes, die Laube der Athene, den Hain des Dionysos und die Pforte des Hades. Militär haben wir nur Stadtmauer und Stadttor. Ja, und bei der Verschönerung haben wir, glaube ich, auch eine große Auswahl. Gut, ja, und dann werden wir Folgendes machen. Wir werden hier in der Mitte der Karte unsere Stadt entwickeln lassen. Wir können dann hier Weinreben kultivieren. Hier würde ich die Käsereien bzw. unsere Ziegen weiden lassen. Ja, und wir können ja hier entsprechend auch noch Wildschweine jagen. Das sind übrigens die einzigen Wildschweinrotten, die wir auf dieser Karte haben. Dann würde ich sagen, beginnen wir mal direkt und errichten unsere ersten Wohngebiete. Wir haben unser erstes Wohngebiet jetzt hier in der klassischen Bauweise vorgeplant, ziemlich nah hier an diesem Immigrationspunkt, wobei ich glaube, der eigentliche Immigrationspunkt ist genau gegenüber, nämlich hier. Naja, dann müssen unsere Siedler etwas weiter gehen. Wir können aber hier relativ nah unsere Nahrungsmittel produzieren. Hier können wir unsere Ziegen ja weiden lassen und hier haben wir ja unsere Wildschweinrotten. Das heißt, hier können wir unser Silo errichten und unsere Marktfrauen haben es dann nicht ganz so weit, um an die Nahrungsmittel zu kommen. Ja, hier werden wir Lagerhäuser bauen und auch unsere Handelsposten. Apropos Handelsposten, da schauen wir nochmal ganz kurz auf die Weltkarte. Kalydon ist hier und es besteht halt
eine Handelsroute nach Mykene. Mykene kauft Käse und Wolle und verkauft uns Holz. Wir haben unsere Heimatstadt Argos. Argos kauft Bronze und verkauft uns Marmor, Wolle und Olivenöl. Und wir haben Treusen. Treusen kauft Marmor und Wolle. Ja, und dann haben wir jetzt hier noch Äthiopien. Äthiopien kauft Wein, ist aber eine ganz andere Farbe der Handelsroute. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir damit überhaupt handeln können. Äthiopien würde nämlich 8 Holzbretter als Tribut zahlen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns das zahlen. Wir gucken mal eben kurz hier bei Vertrieb. Was haben wir denn für Handelsposten? Doch, wir können einen Handelsposten von Äthiopien bauen. Okay, kriegen wir dann auch den Tribut? Werden wir sehen. Wir werden jetzt erstmal hier unsere Parzellen ausweisen. Das können wir jetzt einmal hier komplett machen. So. Und dann brauchen wir natürlich einen Brunnen und ein Architekturbüro. Und wir brauchen Sperren. Gut, dann können wir jetzt erstmal den Pausenmodus aufheben. Ja, und wir warten auf unsere neuen Bürger. In der Zwischenzeit hier bei Vertrieb, ja, ich weiß das, können wir hier bei Vertrieb noch eben schnell die Prioritäten verteilen. Einmal Gesundheit und Sicherheit. Gut, so, dann warten wir mal. Ja, wie ich vermutet habe, ist hier der Immigrationspunkt. Dann müssen wir jetzt tatsächlich noch mal ein bisschen warten. Eine Mitteilung, dass Skulpturen billiger geworden sind, wenn wir diese einkaufen. Oh, das ist gut, weil wir müssen nämlich Skulpturen ja einkaufen. Wir können diese nicht selber produzieren. Ja, und die Exporte, die wir hier generieren können, sind natürlich auch nicht so viel. Es ist Käse und Wein. Und den Käse brauchen wir selber und der ist auch nicht so gewinnbringend. Das heißt, wir werden ganz schnell versuchen, Wein zu produzieren. Und daher werde ich auch neben dem Heiligtum des Hermes auch noch das Heiligtum des Dionysos bauen. Von ihm kriegen wir oft Wein als Geschenk und er segnet auch unsere Keltereien. Ich glaube, das sollten wir tatsächlich machen. So, unsere Parzellen sind besiedelt. Wir sollten jetzt mit der Nahrungsmittelproduktion anfangen. Dafür bauen wir mal 2 Jagdhöfe. Die bauen wir relativ nah hier auf. So. Ja, dann brauchen wir aber hier eine Sperre. Und wir brauchen hier ein Architekturbüro. Weitere Siedler strömen in unsere Stadt. Ja, wir brauchen auch noch 11 Mitarbeiter. Oh ja, das sollte aber jetzt gleich alles mit Mitarbeitern versorgt sein. Ah ja, da sehen wir schon unsere Jäger. Die machen sich jetzt auf den Weg. Ja, und dann bauen wir auch direkt noch 2 Käsereien. Ja, und Äthiopien zahlt tatsächlich seinen Tribut bei uns. Wir haben aber leider kein Warenlager. Das ist schade. Naja. Das nächste Jahr sollten wir daran denken, ein Lagerhaus für Holz einzurichten. Wir errichten aber jetzt erstmal unsere 2 Käsereien. Ja, die kommen hier hin. Und wir haben mittlerweile schon 100 Personen in unserer Siedlung. So, 2 Käsereien. Und dann brauchen wir natürlich unsere Ziegen. Die können dann jetzt hier schön relativ nah auf diesen Flächen etabliert werden. Ja, wir haben genug. Sehr gut. Ja, wir müssen aber auch hier eine Sperre errichten. Aber ich werde den Weg sowieso anders bauen. Ich mache das so. Und dann bauen wir das Silo hier hin. So, und dann kann das so gemacht werden. Und den Sperren, ja, das passt. Ja, ich
glaube, wir haben schon mal einen guten Start hingelegt. Bin jetzt mal gespannt, wann wir hier Probleme von Artemis bekommen. Ja, 21 Arbeiter fehlen uns. Dann machen wir Folgendes, dann parzellieren wir jetzt doch hier noch ein paar Parzellen aus und der Berg Peleion ist entdeckt worden. Oh, ja, dann kriegen wir vielleicht doch noch einen neuen Handelspartner. Ja, parzellieren wir hier nochmal. So. Das sieht ganz gut aus. Hier die paar Bäume müssen wir wegnehmen, wenn wir später hier auch noch Parzellen ausweisen. Na, was soll das denn? So. Oh, da wird das erste Fleisch zu unserem Silo gebracht. Zeit für unseren Lebensmittelhändler. Ja, und die ersten Lebensmittel sind schon bei unseren Bürgern angekommen. Unsere Entwicklung geht weiter. Wir errichten jetzt mal hier ein Warenlager. So, und dieses Warenlager kann jetzt mit Holz annehmen. Ja, das sieht sehr gut aus. Das wird auch jetzt hier das Defizit bei unseren Arbeitern ausfüllen. Der Berg Peleion blüht und gedeiht. Wunderbar. Das heißt, wir können Handel mit diesen Verbündeten hoffentlich führen. Da ist der Berg Peleion. Ja, und auch der Berg Peleion kauft Wein und verkauft uns Holz. Gut, Holz brauchen wir jetzt nicht zu importieren. Für unsere Heiligtümer müssen wir tatsächlich Marmor und Skulpturen importieren. Da werde ich jetzt Folgendes machen. Da können wir schon mal die Lagerhäuser für bauen. Bauen wir schon mal hier ein Warenlager für Marmor. So, und dann machen wir Folgendes. Ja, ich weiß, dass wir Mitarbeiter benötigen. So, hier haben wir jetzt einen Bereich, wo wir unsere Handelsposten alle bauen können. Da haben wir es nicht sehr weit zu den Warenlagern. Wir werden hier auch noch Warenlager bauen. So, und dann bauen wir nämlich den ersten Handelsposten von unserer Heimatstadt Argos. Das kann dann hier hin. Ah, wir dürfen nicht vergessen, hier auch ein Architekturbüro zu bauen. So, und hier können wir dann nachher den Marmor auch einkaufen. So, wer mich, den gefürchteten Hades, verehrt, dessen Stadt wird in der Sonne glitzern. ja, Hades ist in der Stadt. Wunderbar. Wir werden aber jetzt erstmal unseren Stadtpalast errichten. Der kommt hier hin. Ja, und das können wir noch ein bisschen verschönern hier. So, dann gehen die Straßen hier so rum. Dann bauen wir aber auch jetzt erstmal hier noch unsere Sperren auf. Und der Berg Peleion verkauft uns mehr Rüstungen. Ja, die brauchen wir jetzt Gott sei Dank nicht. Was wir allerdings brauchen, ist unser Steuerbüro. Das kann jetzt hier hin. So, dann können wir schon mal ein paar Steuern entsprechend eintreiben. Das ist ja nicht viel. Ja, das ist alles sehr schön kompakt. So mag ich das ja. Auch nochmal hier ein paar Verschönerungen an unseren Lagerhäusern und der Agora. Ja, okay. Wie geht es jetzt weiter? Ich würde ja gerne mit dem Heiligtum für Dionysos anfangen. Ich werde Folgendes machen. Ich baue jetzt erstmal den Weg hier rings um unseren Stadtpalast. Das brauchen wir ja immer. Möchte ich gerne so haben. Und ich würde tatsächlich hier in diesem Bereich das Heiligtum des Dionysos bauen.
Und dann würde ich jetzt hier direkt am Stadtpalast schon mal 2 Arbeitslager bauen. Die können hier hin. Mit dem entsprechenden Architekturbüro. Das kann dann hier hin. Dann haben wir hier noch Platz für weitere Landarbeiterlager. Und dann fangen wir schon mal an, Reben zu kultivieren. Die kommen hier hin. Oh, dafür müssen wir aber erstmal hier ein bisschen was frei machen, damit die überhaupt hier dran kommen. So. So, wir haben jetzt insgesamt hier unsere 22 Rebstöcke gesetzt. Die müssen wir natürlich so schön platzieren. Und wir müssen vor allem aufpassen, dass sie auch überall dran kommen. Ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, ob die hier dran kommen. Das werden wir jetzt gleich mal sehen. Ja, der Weg ist recht weit, den hier unsere Mitarbeiter gehen müssen. Deswegen habe ich die Landarbeiter ja hierhin gesetzt, damit es nicht ganz so weit ist. Ja, und da gehen sie jetzt nun und fangen an, hier unsere Rebstöcke zu kultivieren. Und wir haben eine Mitteilung, dass Wolle billiger geworden ist. Ich denke mir aber, wir werden keine Wolle importieren. Wir werden tatsächlich noch eine Entwicklung hier durchführen, indem wir das Gymnasium hier errichten. Weil wir brauchen nur eine kulturelle Einrichtung. Und dann werden wir, glaube ich, unsere Wohngebäude nicht weiterentwickeln. Wir werden nämlich hier ein zweites Wohngebiet dann konzipieren. Und dann haben wir, glaube ich, für all das, was wir noch bauen müssen, genug Mitarbeiter. Ja, dann bauen wir aber auch direkt jetzt ein Warenlager hier. Das kann jetzt Wein und auch Trauben annehmen. Trauben machen wir mal noch 10. Und Äthiopien zahlt seinen Tribut. Nehmen wir an. Da haben wir schon mal unser Holz. Ja, und dann kaufen wir etwas Marmor jetzt mal ein. Was brauchen wir nochmal für den Hain des Dionysos? 8 Marmorplatten. Okay. Dann kaufen wir mal 10 Marmorplatten ein. Ja, das funktioniert hier bei unserer Wohnsiedlung. Unsere Athleten gehen hier schon entlang. Die Gebäude haben sich weiterentwickelt. Ja, das ist jetzt die Karte. Die Bürger wollen jetzt Wolle. Das werde ich jetzt nicht zur Verfügung stellen. Das ist tatsächlich der Endausbau. Mal gucken, ob wir das so schaffen, wie ich mir das vorstelle. Ja, wir werden ja gleich noch weitere Produktionsstätten errichten. Wir parzellieren jetzt tatsächlich nochmal hier das Wohngebiet komplett. So, ja, das ist das Maximale, was wir hier entsprechend jetzt parzellieren können. Das reicht auch. Ja, dann möchte ich aber gerne hier nochmal 2 Käsereien haben. Das sollten wir errichten. Ja, das weiß ich. Ja, unsere Ziegenherren sind jetzt vollzählig für unsere 4 Käsereien. Ja, und der Marmor ist schon eingekauft worden. Sehr gut. Wir können jetzt unser erstes Heiligtum errichten. Das bauen wir jetzt hier hin, den Hain des Dionysos. Und dann lassen wir aber noch ein bisschen Platz hier, ne? Und dann müssen wir das natürlich noch hier verbinden. Oh, wir haben mittlerweile schon 500 Einwohner in unserer Kolonie. So, und dann bauen wir das so. Ja, das machen wir doch ein bisschen anders. Das muss jetzt nicht so sein, weil wir können das ja auch so bauen. So, und dann werden wir nämlich jetzt die Sperren etwas anders setzen, nämlich so. Ja, und dann brauchen wir natürlich auch noch, stelle ich gerade fest, hier Kunsthandwerkergilde, die kann hier hin.
So, und jetzt sollten wir aber auch den Marmorexport mal stoppen. Unsere Stadtkasse ist echt ziemlich in die Knie gegangen und die Gesundheit ist nicht mehr ganz so optimal. Das heißt, wir bauen auch hier die Klinik auf. Die kann hier hin. Da brauche ich aber nochmal eine Sperre hier. So. Ja, passt alles wunderbar. Hohe Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Okay, dann sollten wir schon mal die ersten Kältereien bauen. So, die platzieren wir hier hin. 2 Stück. Machen wir 3. So, und dann können wir auch noch mal hier ein Architekturbüro bauen. Wir wollen ja sicher gehen, dass hier nichts in Flammen aufgeht. So, dass wir die Käserei hier hinbauen. Die eine zumindest. So, dann können wir nämlich hier nur Kältereien bauen. Und wenn wir jetzt die hier nämlich gleich wegmachen. So. Und dann können wir hier entsprechend noch weitere Kältereien bauen. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Ja, wir können sehen, hier die werden irgendwie nicht kultiviert, die Reben. Die anderen, das funktioniert soweit. Mal gucken, ob wir vielleicht die anders positionieren müssen. Ich denke mir, die kommen da nicht dran. Ich reiße jetzt mal das hier ab und baue dann nochmal hier eine. Oh, eine Preissteigerung für Wein. Oh, das ist sehr gut. Dann werden nämlich unsere Exporte lukrativer. Das freut mich. Ja, und die Reben werden auch schon bald geerntet im Oktober. Sehr gut, dann produzieren wir unseren ersten Wein. Wer kauft nochmal Wein? Ich glaube Äthiopien, ne? Ja. Und der Berg Pelion. Ja, können wir uns aussuchen. Ich würde mal sagen, errichten wir den Handelsposten für den Berg Pelion. Hier hin. Und dann können wir hier auch entsprechend den Wein verkaufen. Oh, 36 Einheiten im Jahr, das ist jede Menge. Da können hier 12 Einheiten auch eingelagert werden. Ja, Holz brauchen wir Gott sei Dank nicht einzukaufen. Das kriegen wir ja tatsächlich als Tribut. Ja, und ich stelle auch gerade fest, wir brauchen gar kein Holz einzukaufen, weil wir können das selber herstellen. Ja, Skulpturen müssen wir ja auch noch einkaufen. Wir müssen jetzt wirklich warten, bis wir den ersten Wein verkaufen. Oder wir könnten unsere Heimatstadt Argos doch um Geld bitten. Oder Marmor. Na, wir könnten mal Geld fordern. Ja, Oktober, unsere Reben werden geerntet. Jetzt müssen wir mal gucken, ob nächstes Jahr diese Weinstöcke hier auch wirklich kultiviert werden. Es kann sein, weil die Entfernung so weit ist, dass diese hier tatsächlich nicht entsprechend kultiviert werden. Ja, und der Berg Pelion verkauft mehr Skulpturen. Sehr schön. Oder wir müssen noch vielleicht 1 oder 2 Landarbeiterlager bauen, weil einfach der Weg so weit ist. Aber jetzt wird erstmal hier Reben geerntet. Sehr schön. Ja, und dann werden auch die Reben zu unseren Kältereien gebracht. Oh, Argos schenkt uns Marmor. 48 Platten. Das ist super. Wir haben viel zu wenig Kapazität. Nochmal schnell ein Warenlager hier bauen. Für Marmor. Oh, damit können wir natürlich super arbeiten. Dann können wir jetzt hier Berg Pelion 2 Skulpturen kaufen. Weil wir kriegen ja hoffentlich gleich das Geld von unserer Heimatstadt. Ja gut, dass ich Geld gefordert habe und kein Marmor. Oh nein, ein Gebäude ist eingestürzt. Welches denn? Oh, okay, da habe ich, glaube ich, die Sperre hier gesetzt, oder? Mal gucken. Nö. Ah, ich habe keine Verbindung gebaut. So, okay. Ja, da muss man natürlich drauf achten.
brauchen wir direkt noch mal eine Kälterei, die bauen wir aber jetzt hier hin. Ja, vielen Dank und man gewährt uns nochmal 1000 Drachmen, auch sehr nett. Ja, und Äthiopien zahlt sein Tribut. So, Skulpturen sind im Warenlager, schnell den Einkauf wieder stoppen. So, ich hoffe, unsere Heimatstadt ist noch zufrieden mit uns. Treu, das ist sehr gut. Dürfen den Bogen ja nicht überspannen. Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja, für dich brauchen wir kein Heiligtum, meine Liebe. Ich baue lieber noch mal ein Landarbeiterlager hier auf. Ja, guckt euch an, wie viel Marmor wir haben. Das ist eine Freude. Dann können wir nämlich auch schon die Zuflucht des Hermes gleich errichten. Unsere Kältereien arbeiten jetzt. Das ist sehr gut. Und sobald das Heiligtum für Dionysos fertig ist, werden wir mal den Gott um etwas Wein bitten. Ja, das Problem ist jetzt, dass wir gleich das Heiligtum fertigstellen, aber wir zu wenig Bürger haben. Sie müssen unser zweites Wohngebiet planen und konzipieren. So, das wird natürlich genau hier hinkommen. So, da ist unser zweites Wohngebiet. Ich habe nur das Problem, dass ich überhaupt kein Geld mehr habe. Ich hoffe jetzt, dass gleich hier unser Heiligtum fertiggestellt ist. Müssen wir jetzt hier mal gleich mal gucken. Vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen Geld, wenn wir im Minus sind von irgendjemandem. Obwohl, da kommt der erste Wein aus unseren Kältereien und wir haben auch schon etwas im Warenlager bzw. im Handelsposten vom Berg Peleion. Ja, wir benötigen Mitarbeiter, weil das Heiligtum für Dionysos ist fertiggestellt. Ja, jetzt wird der Wein endlich gekauft. Das ist sehr gut. Dann kann ich nämlich nochmal hier ein paar weitere Parzellen ausweisen. Und hier auch entsprechend ein Architekturbüro und auch auf der Agora einen Lebensmittelhändler etablieren. Und dann müssen wir natürlich auch noch eine Sperre bauen. So, jetzt müssen wir aber erstmal warten, dass Neubürger in unsere Stadt einwandern. Ja, wir haben ja jetzt auch das Weinreben hier am Heiligtum. Wir werden jetzt erstmal zu Dionysos beten. Menschenskind, wie kann es eine Stadt ohne Wein geben? Ja, das ist sehr gut. Da kommt der Gott des Weines mit seinen Satyren. Wunderbar. Den Wein können wir jetzt erstmal verkaufen. Das bringt uns jede Menge Geld. Damit können wir jetzt hier sehr gut unser Wohngebiet weiterentwickeln. Einen Brunnen. So, die Zuflucht des Hermes. Man braucht 640 Drachmen. Ja, die haben wir auch. Ja, die errichten wir natürlich hier. Das weiß ich gar nicht. Muss ich das drehen? So, ich hoffe mal, dass wir das jetzt richtig gemacht haben. Ich möchte jetzt nicht, dass sich mein Heiligtum in die andere Richtung präsentiert. So, dann können wir das hier auch vervollständigen. Dann können wir nämlich hier nochmal ein Landarbeiterlager bauen. Und auch nochmal ein Architekturbüro. Ja, ich weiß, ich habe zu wenig Mitarbeiter. Wir könnten das Lohnniveau erhöhen. Das ist nicht ganz so schlimm. Oh ja, dann hat sich das schon ziemlich stark verbessert. Wir bauen das ja jetzt hier weiter aus. Unsere Wohngebäude entwickeln sich ja auch weiter. Ja, unser Heiligtum für Hermes wächst und gedeiht und ich musste mein zweites Wohngebiet einmal nochmal komplett neu konzipieren. Ich habe mich mit dieser Agora hier vertan und auch mir noch verzählt. Jetzt ist es genauso wie das erste. Natürlich sehr ärgerlich, aber dank unseres
Exportes können wir jetzt hier tatsächlich gute Gewinne erzielen. Ja, Äthiopien zahlt seinen Tribut, nehmen wir auch wieder an. Ja, und wir können noch eine Kelterei bauen. Kann ich hier hin, wunderbar. Ja, gucken wir noch mal kurz zu den Zielen. Dann können wir nämlich sehen, dass wir unseren Jahresgewinn schon weit überschritten haben. Ja, wir brauchen natürlich noch unsere 2 Skulpturen wieder. Die kaufen wir jetzt wieder ein. Bei unserem Handelspartner Berg Peleion. Die Gesundheit nimmt ab, das ist nicht gut. Ja. Dann sollten wir hier auch nochmal eine Klinik errichten. So, da müssen wir aber die Sperren anders bauen hier. Ja, und dann errichten wir auch direkt hier im zweiten Wohngebiet das Gymnasium und dann können die sich ja auch weiterentwickeln. Das war eine Beleidigung, elendes Biest. Jetzt lernt ihr den kalidonischen Eber kennen. Ja, es ist soweit. Artemis hetzt den kalidonischen Eber auf unsere Stadt. Wo ist er? Ja, und der Handel mit Berg Peleion wird eingestellt. Das ist natürlich super. Wir haben jetzt keine Skulpturen. Und wir haben 1000 Einwohner in unserer Stadt. Da ist er. Ich glaube, er vernichtet gerade unsere Wildschweinrotten und natürlich unsere Jäger. Das ist nicht so schön. Naja, wer sich hier auf diesen Bereich hier beschränkt, könnten wir Glück haben. Ja, mit dem kalidonischen Eber können wir jetzt natürlich auch die Heldenhalle bauen. Und zwar brauchen wir die Heldenhalle des Theseus. Und da muss man aufpassen, Theseus braucht nämlich eine Stadtmauer, die um die Heldenhalle gebaut wird. Ich gehe mal eben in den Pausenmodus. Und die Heldenhalle muss in der Nähe des Stadtpalastes stehen. Also von daher müssen wir als erstes hier jetzt eine Stadtmauer bauen. So, das erweitern wir jetzt mal hier so, aus folgendem Grund. So, dann errichten wir jetzt hier die Heldenhalle. Die passt nämlich genau hier rein. So, die benötigen natürlich Zugang zur Straße, das ist klar. Allerdings, sie braucht auch gute Attraktivität und sie muss durch eine Mauer geschützt sein. Gut, wir werden jetzt erstmal hier den Weg rausbauen. Dann brauchen wir hier noch ein Stadttor. Macht das ruhig großzügig, weil wir tatsächlich diese Verschönerung hier bauen müssen. Und ich baue jetzt hier tatsächlich Fischteiche. Dann können wir nämlich die Stadtmauer hier rumbauen. Das müsste eigentlich passen. Ja, das passt. Das passt auch. Ah, dann können wir hier die Straße allerdings nicht rumbauen. Das ist schade. Dann machen wir das anders. Ja, wir haben jetzt hier die Halle auch geschützt und eine Mauer. Jetzt müssen wir noch Verschönerungen durchführen. Glück gehabt. Auch die Attraktivität haben wir geschafft. So, ja, jetzt brauchen wir 32 Marmorplatten. Wow, das ist jede Menge. Ja, und wir haben auch noch hier entsprechend unser Heiligtum fertigzustellen. Ja, der kalidonische Eber hat unsere Stadt angegriffen. Hier wurde gerade das Steuerbüro zerstört. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir müssen den Bau jetzt hier stoppen. Das können wir ja. Und müssen jetzt erstmal den Marmor einkaufen. Und den Weinverkauf stoppen. Oh, das ist doch einiges. Allerdings könnten wir nochmal hier Dionysos helfen lassen.
Menschenskind, wie kann es eine Stadt ohne Wein geben? Ja, sehr gut. Ja, der Berg Pelion handelt ja gar nicht mit uns, von daher verkaufen wir jetzt im Moment gar keinen Wein. Ich werde aber jetzt trotzdem den Verkauf hier stoppen. Ach, jetzt ist der Handel wieder eröffnet mit dem Berg Pelion. Ja, da müssen wir aber hier ganz schnell den Einkauf der Skulpturen stoppen. So, da ist es unser Wein. Sehr gut. Ja, jetzt brauchen wir noch die 32 Marmorplatten. Da könnten wir jetzt auch mal unsere Heimatstadt nochmal um Marmorplatten bitten. Danke. Dann werden wir erstmal den Einkauf von Marmor noch stoppen. Ja, der kalidonische Eber ist wo? Aha, immer noch hier hinten in der Ecke. Naja, da kann er ruhig bleiben. Ja, die Heldenhalle des Theseus ist echt schwierig. Da muss man im Vorfeld wirklich wissen, was man bauen muss. Sonst kann man echt in Schwierigkeiten hier kommen. Ja, ich glaube, wir müssen doch ein bisschen Wein verkaufen hier. Ja, 12 Einheiten könnten wir noch verkaufen. Und wir bauen noch, können wir, ja, noch eine Kelterei bauen. Die kann hier hin. Sehr gut. Ja, der Eber hat hier das Stadttor von unserer Heldenhalle zerstört. Die werden wir aber gleich erst aufbauen. Oh. Dieses Tier ist aber wirklich sehr anstrengend. Ja, Argos gewährt uns Marmor. Sehr gut. Vielen Dank. Dafür haben wir jetzt ein Minus, aber Gott sei Dank wird es gerade Wein gekauft. Das müssen wir tatsächlich so machen. So. Wir haben jetzt 19 Marmorplatten im Warenlager. Dann kaufen wir jetzt nochmal Marmor ein. 19, dann brauchen wir 16 Platten brauchen wir. So, den Weinverkauf stoppen wir wieder. Wir bauen dieses Stadttor auf. Wir bauen das Stadttor aber erst auf, wenn wir den Marmor haben. Ja, jetzt ist unsere Heimatstadt verbittert. Wir haben zu viel gefordert. Finde ich jetzt auch nicht ganz so dramatisch. Kriegt nachher noch mal ein bisschen Wein und dann sollte er wieder glücklich sein. Und wenn nicht, ist mir das auch egal. So, unser Marmor wird jetzt gerade eingekauft. Ja, wir brauchen jetzt noch 5 Ladungen. Da stellen wir mal eben ein. So. Ja, wir haben die Güter alle auf Lager. Wir bauen mal eben schnell hier wieder unser Stadttor auf. Oh nein, dieser Eber hat jetzt mein Heiligtum des Dionysos zerstört. So, wir rufen jetzt ganz schnell nach Theseus. Oh, was für ein anstrengendes Monster hier. So, Wein können wir jetzt wieder verkaufen. Ganz schnell, damit wir ein paar Einnahmequellen haben hier. So, und das Steuerbüro müssen wir auch hier wieder aufbauen. Puh, ganz schön anstrengend. Dann hat er tatsächlich hier mein Heiligtum zerstört. Ich kann es nicht fassen. Ja, und der eine Jagdhof ist auch zerstört worden, sehe ich gerade. Den können wir wieder aufbauen. Oh, ich habe vergessen, den Einkauf von Marmor zu stoppen. Und wir kriegen eine Unterstützung von Mykene. Man gibt uns nochmal 1500 Drachmen. Oh, vielen Dank. Puh, aber dafür wird jetzt unser Heiligtum des Dionysos nochmal aufgebaut. Ja, wo bleibt denn jetzt bitte Theseus? Ich habe keine Lust, dass dieser... Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Ich bin da. Ja, Gott sei Dank. Darauf haben wir gewartet. Wo ist er? Da kommt er. Äthiopien zahlt seinen Tribut, nehmen wir an.
Oh ja, bitte kümmere dich jetzt um diesen Eber. Naja, er muss natürlich erstmal wieder zu seiner Heldenhalle gehen, wie alle Helden. So, da macht sich jetzt Theseus auf den Weg, das Ungeheuer niederzustrecken. Ja, da ist es, macht sich gerade wieder auf den Weg zu unserer Stadt. Ja, vielleicht doch nicht. Vielleicht weiß es ja, was ihm blüht. Ja, ihr geht irgendwie die verkehrte Richtung. Wo geht denn jetzt Theseus bitte hin? Oh, wie anstrengend. Ja, das gibt's ja nicht. Hallo! Helden können auch ein bisschen dämlich sein, oder meine ich das gerade nur? Na, ich glaube, jetzt treffen sie gleich aufeinander. Erstmal sein Floß nochmal zeigen. Ja, sehr schön. So, jetzt komm. Ja, sag mal, irgendwie findet ihr euch nicht, oder? Kann das sein? So, jetzt aber. Meine Güte, das hat aber gedauert. Wir haben es geschafft. Wir haben den kalidonischen Eber endlich niedergestreckt. Das war ein sehr unangenehmes Wesen hier. Die Zerstörungen halten sich dann doch in Grenzen. Da bin ich auch ganz froh. So, wir werden jetzt hier die restlichen Parzellen noch ausweisen. Wir brauchen ja gleich auch noch Mitarbeiter für unser Heiligtum des Hermes. So. Ja, und wir bauen noch weitere Landarbeiterlager und Weinkältereien. Wer kauft denn noch Wein? Ja, das ist Äthiopien. Da können wir jetzt noch einen Handelsposten für Äthiopien bauen. Der passt nämlich hier noch hin. Und dann können wir hier auch Wein verkaufen. Oh, die kaufen nicht so viel Wein. 6 Einheiten sollten reichen. Ja, und dann müssen wir jetzt doch nochmal Marmor wieder einkaufen. So, und wir können jetzt nochmal entsprechend Landarbeiterlager bauen. Wir werden jetzt voll die große Weinproduktion jetzt hier starten. Bauen hier auch nochmal eine Kunsthandwerkergilde. Ja, wir benötigen jetzt Mitarbeiter, das wird sich aber jetzt ändern. Da kommen jede Menge neue Bürger in unsere Stadt. Ja, und wir müssen das Heiligtum des Hermes jetzt noch fertigstellen und 8 Skulpturen für unsere Heimatstadt im Lager haben. Das ist jetzt nicht mehr viel. Ja, und dann platzieren wir nochmal weiter Reben. Wir haben hier noch genug Platz. Der Tempel des Dionysos muss ja noch wieder aufgebaut werden. Da kommen, glaube ich, gerade die letzten Ladungen Marmor. Ja, sehr gut. Geliebtes, sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Unser Heiligtum des Dionysos ist wieder aufgebaut und funktionsbereit. Ja, was brauchen wir denn jetzt noch für das Heiligtum des Hermes? Da brauchen wir jetzt noch 8 Marmorplatten, 4 Ladungen Holz und die 2 Skulpturen. Den Marmorimport habe ich gestoppt. Da haben wir nämlich jetzt schon genug im Warenlager. Ja, und den Bau können wir natürlich jetzt hier wieder aufnehmen. Das habe ich natürlich vergessen. So, und dann kaufen wir jetzt noch die 2 Skulpturen ein. Oh, wir sind schon da. Ganz schnell wieder ausschalten. Ja, und der Arbeitsmarkt, wir brauchen noch Mitarbeiter, aber es wandern noch relativ viele neue Bürger in unserer Stadt ein, hier in unserem 2. Wohngebiet, sehr gut. Und wir brauchen ja auch noch einige Mitarbeiter für unser Heiligtum des Hermes.
Ja, die Fertigstellung unseres Heiligtums für Hermes steht kurz bevor. Die letzte Ladung Marmor wird gerade gebracht. Und ist auch in Betrieb und wir haben noch ein paar Arbeitslose. Das hat gut gepasst hier. Wir reißen jetzt die Kunsthandwerker-Gilden ab und können dafür nochmal Landarbeiterlager bauen. Ja, und den Weg hier können wir auch noch hier rumbauen. Dann ist das vollzählig. Ja. Wir brauchen jetzt nur noch 8 Skulpturen für die Heimatstadt. Da müssen wir aber noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, wir können aber unsere kleine Siedlung noch ein bisschen verschönern, auch wenn das jetzt Geld kostet. Ich möchte das jetzt ja doch ein bisschen schöner haben. So. Ja, und Dionysos segnet unsere Kältereien. Sehr schön, und da kommen auch schon die Trauben. Das heißt, unsere Kältereien sind jetzt noch produktiver. Sehr gut. Ja, jede Menge Trauben werden jetzt zu unseren Kältereien gebracht. Sehr gut, wir müssen relativ viel Wein verkaufen, um unsere 8 Skulpturen zu finanzieren. Ja, und hier in unserem zweiten Wohngebiet habe ich tatsächlich das Steuerbüro vergessen. Das holen wir aber noch ganz schnell nach. Ja, Jahresanfang. Wir kriegen wieder unseren Tribut von Äthiopien. Ja, Holz können wir leider nicht verkaufen. Das ist sehr schade. Oh ja, wir haben jede Menge Wein jetzt im Warenlager. Da können wir jetzt gut verkaufen. Ja, und damit haben wir wirklich jede Menge Geld jetzt schon verdient. Sehr gut. Ja, führen wir die letzten Verschönerungen nochmal durch. Hier nochmal Parkanlagen. Das sieht doch ganz nett aus hier für unsere Kolonie. Da wird auch gerade wieder Wein verkauft. Sehr gut. Oh, jetzt haben wir doch relativ viel noch an Arbeitslose. Ja, dann bauen wir doch hier noch die letzte Kälterei auf. Ja, dann kaufen wir doch jetzt die Skulpturen, die wir für unsere Heimatstadt brauchen. Wir brauchen 8 Stück. Ich denke mal, das können wir uns jetzt leisten. Ja, und jetzt ist ein Zufriedenheitsdenkmal auch verfügbar. Das ist schön. Oh, dann haben wir jetzt noch 2 Denkmäler. Oh, wie schön. Die bauen wir natürlich noch. Wo bauen wir die auf? Ja, die Skulpturen sind gerade eingekauft worden. Wir haben unsere 8, den Einkauf wieder stoppen. Oh Mann, da geht aber unsere Stadtkasse wirklich in die Knie. So, ich wollte noch meine beiden Denkmäler bauen. Hier. Ja, hier geht's. Ja, das gefällt mir sehr. Ja, mit den 8 Skulpturen, die wir jetzt haben, können wir diese Kampagne beenden. Wir sammeln sie. Ja, und damit schließen wir diese doch auch recht aufwendige Episode ab. Trotz vieler Angriffe durch Artemis Eber haben sie eine blühende Kolonie aufgebaut, durch die es Argos nie an süßen Weintrauben mangeln wird. Die Stadt wird außerdem Skulpturen von den Zentauren auf dem Berg Pelion liefern. Und der Eber, der häufige und ungebetene Gast, wird für alle Zeiten den Namen der Stadt tragen und von nun an der kaledonische Eber genannt werden.
Die nächste und auch letzte Episode aus unserem Abenteuer Perseus und Medusa trägt den Namen Die Gorgonen oder ein haariges Problem. Bis dahin wünsche ich alles Gute, freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören und sage Tschüss, euer Dominus.